Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es, wie ihr schon im Titel erkennen könnt, um das Bauen. Ich werde euch einfach ein paar grundlegende Dinge zeigen und erklären, wie die Sachen beim Bauen funktionieren. Aber bevor das Video beginnt, würde es mich jetzt schon mal freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lassen würdet. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt auch direkt rein ins Video. Fangen wir auch direkt mit der ersten Grundlage an, und zwar Rampen. Es gibt zwei verschiedene Arten zu rampen. Einmal diese, die ihr jetzt gerade seht, einfach nur mit der Treppe und der Wand dahinter. So werdet ihr natürlich nicht so leicht abgeschossen, aber es ist jetzt auch nicht so super sicher, sage ich mal. Es gibt dann noch eine andere Variante und die sollte den meisten auch bekannt sein, und zwar Treppe, Wand, Boden. Bei dieser Variante tut ihr eine Treppe, eine Wand und einen Boden placen. Ich werde es euch jetzt einmal langsam demonstrieren, und zwar müsst ihr einmal eine Treppe, eine Wand und einen Boden platzieren. Ich würde euch empfehlen, immer zuerst den Boden, danach dann die Treppe und dann die Wand zu platzieren, weil mir persönlich das einfach viel einfacher fällt. Wenn ihr zum Beispiel zuerst die Treppe machen würdet, dann die Wand und dann den Boden placen wollt, müsst ihr immer so sehr stark nach unten gucken und dadurch geht euer Crosser Placement, sage ich mal so, ein wenig kaputt. Deswegen würde ich euch, wie schon erwähnt, empfehlen, dann immer zuerst den Boden, dann die Treppe und dann die Wand zu placen. Dann eine etwas effektivere Art, um auf Highground zu kommen, sind 90s. 90s sollten an sich alle kennen. 90s gibt es schon seit Jahren im Spiel. An sich kann sie jeder, aber zum Anfang hin sind sie schon etwas schwer zu lernen. Dann gibt es noch verschiedene Varianten von 90s. Einmal 90s, wo man springen muss, einmal 90s, wo man nicht springen muss. Dann gibt es natürlich 90s auch jeweils nur mit einer Seitenwand, und dann gibt es auch, wenn man schnell auf High kommen muss, 90s, die einfach nur noch dann die Treppe und den Boden beinhalten. Bei 90s müsst ihr natürlich beachten, 90s sind nur gut zum Start eines Fights. Es bringt nichts, 90s mitten im Fight zu machen, da ihr von oben und von der Seite nicht geschützt seid. Deswegen würde ich empfehlen, die 90s nur zum Start eines Fights zu machen. Ein weiterer effektiver Retake, um Highground zu bekommen, sind Sidejumps. Hier seht ihr es einmal, Sidejumps gibt es einmal ohne Sprinten und dann könnt ihr die auch nochmal mit Sprinten ausführen. Mit Sprinten habt ihr halt den Vorteil, dass ihr dann nochmal ein bisschen weiter springt, also dass ihr dann nochmal ein bisschen weiter kommt. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, es einmal mit und ohne Sprinten zu lernen, damit ihr beide Varianten anwenden könnt. Dazu gibt es dann noch drei Vorteile beim Sidejump. Erstens, Sidejumps sind relativ schnell, also man bekommt sie sehr schnell hin. Man hat keinen großen Aufwand. Man kann Sidejumps oft hintereinander machen, wenn man das für nötig hält. Und nach dem Sidejump kann man auch gut weiterbauen. Da kann man zum Beispiel dann noch ein Double oder Triple Edit hinten dran setzen, ein Faceway hinten dran setzen, sichere Retakes. Es gibt viele verschiedene Sachen, die man da hinten dran setzen kann, deswegen gehören Sidejumps auch zu den Grundlagen. Bevor wir aber zur nächsten Grundlage kommen, wollte ich euch einfach nur noch mal dran erinnern, da ich auch einen eigenen Discord habe. Dieser ist in der Beschreibung verlinkt, schaut da doch auch gern vorbei. Als nächstes kommen wir dann zu dieser Grundlage. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Ich nenne sie jetzt einfach mal Wall Cone, weil ihr ja schon seht, wie ihr die bauen müsst. Also ihr macht erstmal eine Treppe, dann placed ihr eine Wall links von euch oder rechts von euch, je nachdem in welche Richtung die Gegner sind. Placed ihr dann eine Wall, dann placed ihr nochmal eine Wall drüber, hinter euch nochmal Walls und dann nochmal die Cone oben drüber. So gesehen seid ihr dann von allen Seiten bis auf einer Seite protected. So habt ihr dann nochmal einen sicheren Weg, um irgendwie Highground zu bekommen. Das ist ein Vorteil davon. Als nächstes kommen wir dann zum Boxen an sich. Also ich zeige euch, wie ihr euch am besten boxen solltet, was ihr als erstes bauen solltet, und danach kommen wir dann auch noch zum generellen Tunneln. Da zeige ich euch auch einfach, wie ihr am besten tunneln solltet und auf was ihr achten müsst. Aber dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auch direkt mit dem Boxen an. Wenn ihr anfangt, eine Box zu bauen, würde ich euch immer empfehlen, erst den Boden, dann die eine Wall, dann wieder den Boden oder die Cone, je nachdem, was ihr halt benutzen wollt, zu placen, damit ihr von oben oder unten geschützt seid, falls Gegner zu euch kommen, und sich dann einfach so schnell wie möglich zu drehen, damit in der ganzen Box die Walls stehen. Im Schnellszenario sieht es dann so aus. Als nächstes kommen wir dann zum Tunneln. Hier gibt es auch ein paar Dinge, auf die man achten muss. Und zwar würde ich euch immer empfehlen, ihr braucht zum Tunneln generell erstmal eine Box. Danach würde ich euch empfehlen, immer zuerst die Böden zu machen, also oben und unten, damit die Gegner von oben und unten euch nicht abschießen können. Und danach würde ich euch empfehlen, immer die Wall zuerst auf dieser Seite zu platzieren, wo die Schüsse herkommen. Also wenn zum Beispiel Gegner links sind, würde ich euch immer empfehlen, die beiden Böden zu bauen und dann von links nach rechts die Walls zu bauen. Das wäre jetzt meine Empfehlung, wenn die Schüsse und die Gegner von links kommen. Wenn sie von rechts kommen, würde ich dann von rechts nach links rüber zu gehen. Das müsst ihr dann situationsabhängig machen, und danach sollte es dann so aussehen wie hier jetzt bei mir im Beispiel circa. Bei euch am Anfang wird es natürlich anders aussehen. Ihr werdet es nicht direkt hinbekommen, ist aber an sich jetzt auch nicht schlimm. Dafür lernt ihr es natürlich. Um so zu tunneln, müsst ihr, wie schon erwähnt, einfach nur zwei Böden bauen und dann jeweils nochmal drei Walls und die vordere Wall dann einfach nur noch aufeditieren. Falls ihr ein Video über Bauen für Fortgeschrittene oder Pros haben wollt, schreibt dies auch gerne in die Kommentare. Nun kommen wir zu Einer Edits, Double Edits und Triple Edits.
Ich würde sagen, wir fangen direkt mit den Einer-Edits an. Beim Einer-Edit gibt es nicht viel zu beachten. Ihr seid einfach nur mehr geschützt, dadurch, dass ihr den Boden nochmal über euch baut. Aber den würde ich euch nicht empfehlen. Ich würde euch dann, wenn dann, den Double-Edit empfehlen. Und was natürlich dann nochmal eine Stufe besser ist, ist der Triple-Edit. Aber jetzt geht es erstmal zum Double-Edit. Wenn ihr einen Double-Edit macht, müsst ihr natürlich erstmal die Treppe, dann den Boden und die Cone platzieren. Es gibt hier ein paar Sachen, auf die ich euch hinweisen möchte. Und zwar beim Boden würde ich euch immer empfehlen, die beiden Felder geradeaus zu editieren, so wie ich es jetzt gemacht habe. Und dann würde ich euch noch empfehlen, versucht jetzt schon beim Double Edit, wenn ihr die Treppe platziert habt, zuerst die Cone und danach den Boden zu platzieren. Ich weiß, das ist schwieriger, weil es dann länger dauert, aber das wird euch so sehr beim Triple Edit dann weiterhelfen. Also ehrlich, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, die Bauordnung dann so zu machen, zuerst die Treppe, dann die Cone und dann den Boden. Als nächstes kommen wir zum Triple Edit. Beim Triple Edit müsst ihr eine Sache beachten. Der Triple Edit geht an sich genauso wie der Double Edit, nur hinter dem Boden und der Cone muss noch eine Wand platziert werden. Diese könnt ihr aber nicht platzieren, solange ihr nicht eine der beiden Sachen aufeditiert habt. Ich würde euch empfehlen, immer beides aufzueditieren und danach dann die Wall zu placen, damit ihr da einfach glatt durchkommt. Und was ich vor eben gerade schon angesprochen hatte beim Double Edit, ich würde euch empfehlen, beim Triple Edit oder generell beim Double Edit es so zu lernen, zuerst die Treppe zu platzieren, dann die Cone und dann den Boden. Weil ihr habt das Problem, wenn ihr es andersherum macht, also zuerst die Treppe, dann den Boden, dann die Cone platziert, das aufeditiert und die Maustaste gedrückt haltet, weil ihr ja die Wall placen wollt, ihr aber nicht schnell genug mit euren Fingern seid, dass die Cone so gesehen hinter der Wall mitplaced, hat man ja eben gerade auch im Beispiel sehr gut gesehen, dann ist das Riesenproblem, dass ihr nicht so fortlaufend Triple Edits hintereinander machen könnt und man dann wahrscheinlich auch eher weniger Clips machen kann, wenn ihr zumindest jemand seid, der gerne Clips macht. Auf jeden Fall würde ich sagen, habe ich euch jetzt viele Grundkenntnisse zum Thema Bauen gezeigt, generell Mechanics, die man einfach beherrschen sollte, wenn man anfangen will zu bauen. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr das so gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt dazu natürlich auch gerne einen Kommentar, ob ihr noch weitere Videos der Art sehen wollt. Zum Beispiel Bauen für Fortgeschrittene oder Bauen für Pros. Und dann würde ich sagen, war's das. Haut rein und ciao.